So, und mir jetzt zugeschaltet ist Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik an dieser Entscheidung. Und damit willkommen und guten Morgen bei Weltfrau Daniels. Gibt es durchaus auch Kritik? Da ist die Rede vom Beginn eines neuen Wettrüstens. Wie beurteilen Sie das? Erstmal würde ich sagen, was wir aus Washington jetzt gehört haben vom US-Präsidenten, sind natürlich auch beruhigende Worte oder beruhigende Ankündigungen in einer Zeit, in der ja, die Risikolage in Europa so drastisch ist wie nie zuvor. Und man muss natürlich auch sagen, es ist eine Signalwirkung, die über den Tag hinausgeht. Wir haben auf der einen Seite einen Präsidentschaftskandidaten, von dem erwartet wird oder der das selber auch immer wieder untermauert, dass er sich aus der NATO zurückziehen würde oder zumindest Sicherheitsgarantien nicht vollumfänglich und selbstverständlich bereithalten würde, sondern abhängig machen würde von den Beiträgen, tatsächlich auch finanziellen Beiträgen einzelner NATO-Mitglieder. Und auf der anderen Seite einen Joe Biden, der doch eher ja, unterstützende Worte für die NATO findet oder die Bedeutung dieser Organisation auch immer wieder unterstreicht und auch an der Seite der Ukraine weiterhin steht. Frau von Daniels, gibt es denn eigentlich Informationen darüber, in welcher Größenordnung diese Marschflugkörper nach Deutschland kommen sollen und vor allem auch, wo sie stationiert werden? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist mir das nicht bekannt. Ich glaube, die konkreten Planungen dazu müssen dann tatsächlich von US-Seite noch ja, erklärt werden. Also da gilt es auf jeden Fall noch abzuwarten. Nun sprechen ja die Russen auf jeden Fall, die sind ja angetriggert nach dieser Mitteilung von Provokation, drohen mit einer militärischen Reaktion. Beunruhigt Sie das? Von russischer Seite hat man immer wieder auch diese Art von Reaktionen gehört, auch nukleare Drohungen. Davon sollte sich sicherlich die NATO nicht leiten lassen, sondern es geht darum, eine eigene Risikoabwägung zu treffen, auch die Maßnahmen zur eigenen ja, Verbesserung der Verteidigungskapazitäten in Europa tatsächlich umzusetzen und sich nicht zu sehr, denke ich, vom Säbelrasseln aus Moskau unter Druck setzen zu lassen. Nun heißt es ja, das Ganze solle geschehen übergangsweise ab 2026, weil man dann versuche und jetzt wohl auch schon begonnen hat, ein eigenes System zu etablieren. Was weiß man denn darüber, dieses eigene System auch, dass eben die Deutschen daran tatsächlich schon arbeiten und diese amerikanischen Waffen quasi nur vorübergehend dann hier stationieren lassen? Das sind alles Detailplanungen, die sicherlich erst dann umgesetzt werden können oder weiter besprochen werden können, wenn wir in der NATO einen Führungswechsel erlebt haben. Und sicherlich hängt es auch mit dem Wahltermin in den USA zusammen. Ich denke, für diese Details muss man jetzt die nächsten Monate noch abwarten. Ja, und dann kann man konkret darüber verhandeln oder Aussagen treffen. Sagt Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Recht vielen Dank, Frau von Daniels, für das Gespräch. Gerne.